Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also ich muss Sie gleich warnen. Diese Sendung, die wird sehr persönlich. Sie wird quasi ein ganz persönliches Statement werden von mir zu der Frage, was sollen wir auf dem Mars? Gut, ja? Sollen wir was auf dem Mars oder sollen wir es lieber lassen? Ja? Sollen wir hinfliegen oder sollen wir nicht hinfliegen? Und überhaupt, was soll der Quatsch? Ja? Haben wir nicht Probleme genug auf unserem Planeten? In letzter Zeit hat es ja unglaublich viele neue Entdeckungen gegeben, die offenbar andeuten, dass es auf dem Mars Wasser gibt. Wird ja immer wieder gerne genommen. Ist klar, wenn hinten in den Gazetten mal irgendwo Platz fehlt, dann werden solche astronomischen Nachrichten immer wieder gern hingesetzt. Entweder es knallen Asteroiden auf der Erde demnächst, was sich nachher als Blödsinn rausstellt, oder aber irgendeine wunderbare Neuigkeit wird dort publiziert über Entdeckungen, meistens auf dem Planeten Mars. Was ist da gemacht worden? Nun, man hat mit einem Gammaspektrometer Gammastrahlung gefunden. Gammastrahlung, die vom Mars kommt. Nicht nur Gammastrahlung, sondern auch Neutronenfluss. Und aus der Gammastrahlung und dem Neutronenfluss, die da von der Oberfläche kommt und in einem Gammaspektrometer, der in einer Sonde drin sitzt, die den Mars umrundet, kann man etwas darüber aussagen, wie viel Wasserstoff in der Oberfläche vom Mars steckt. Und daraus kann man schließen, wie viel Wasser auf dem Mars sein könnte. Nicht an der Oberfläche direkt, ist klar. Warum? Na logisch, der Mars hat eine Atmosphäre, die ist so dünn, dass das Wasser, selbst bei den niedrigen Temperaturen, die auf dem Mars sind, das Wasser sofort verdampft, zack, weg ist es. Aber an den Polen, also Nordpol und Südpol, scheint es so kalt zu sein, dass offenbar in den untersten Schichten, 20 bis 40 Zentimeter unter der Oberfläche, scheint es große Mengen an Wasser zu geben. Wie? Gammaspektroskopie und Wasser. Seit wann sucht man mit Gammastrahlen nach Wasser? Und da liegt der Hund begraben. Was passiert da? Also, die Marsoberfläche wird bombardiert von schnellen Protonen aus der kosmischen Strahlung. Die kommen teilweise aus dem interstellaren Raum und sehr viele von der Sonne. Das heißt, diese schnellen Teilchen erreichen den Boden des Mars ungebremst, schlagen dort Atome auseinander und dabei wird Gammastrahlung frei und es werden Neutronen frei. Und auf diese Art und Weise, und häufig wird das in den Artikeln genauso publiziert, in den Artikeln in den Gazetten, auf diese Art und Weise hat man einen Hinweis auf Wasser und daraus, dass Wasser auf dem Mars gefunden worden ist, wird sofort darauf geschlossen, ja, Wasser ist ja eine der wichtigsten Voraussetzungen für Leben und deswegen gibt es auch Leben auf dem Mars. Oder hätte es Leben oder könnte es Leben gegeben haben auf dem Mars. Ende aus. Stimmt das? Wir haben nach Wasser gesucht mit einem Gammaspektrometer. Diese schnellen Teilchen donnern auf die Marsoberfläche und zerschlagen dort Atome. Das ist genau der Kick an der Sache. Deswegen ist es verdammt gefährlich, auf dem Mars zu leben. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch kein Leben auf dem Mars geben. Denn dieser schnelle Protonenfluss von der kosmischen Strahlung ist zellzerstörend. Auf der Erde passiert das nicht. Wissen Sie warum? Weil die Erde ein Magnetfeld hat. Das Magnetfeld der Erde schützt die Erde vor dieser kosmischen Strahlung. Der Mars hat kein Magnetfeld. Da liegen noch so ein paar Teile rum von so einer Restmagnetisierung. Ansonsten hat der Mars kein Magnetfeld. Das heißt, das, was von der Sonne da kommt, knallt gnadenlos auf die Marsoberfläche. Und vor 26 Jahren haben die Amerikaner die erste Sonde zum Mars geschickt, die Viking-Sonde. Und die haben dort sogar richtig Material chemisch untersucht, diese Sonden. Und was haben sie gefunden? Nix. Es gibt überhaupt keine organischen Moleküle auf dieser Oberfläche. Warum? Ist klar. Weil die kosmische Strahlung direkt auf diese Oberfläche durchdonnert. Das heißt, die Tatsache, dass wir mit Gammaspektroskopie nach Wasserindizien oder nach Indizien für Wasser auf der Marsoberfläche suchen müssen, bedeutet, dass jede Art von Siedlung auf dem Mars sich für uns eigentlich verbietet. Also die Frage, was sollen wir auf dem Mars, kann sicherlich an der Stelle nicht beantwortet werden mit einem positiven, ja, wir wollen natürlich dahin, weil wir da mal eines Tages leben wollen. Denn die Voraussetzung, die dieser Planet uns bietet, selbst dann, wenn wir ihn verändern würden, ja, wir würden ihm eine Atmosphäre geben können, Terraforming und so weiter,
Kein Magnetfeld heißt, es ist außerordentlich gefährlich, auf seiner Oberfläche herumzulaufen, weil man ständig unter diesem zellzerstörenden kosmischen Strahlenschauer steckt. Merken Sie es. Also die neuesten Erkenntnisse der Astrophysik, dass es auf dem Mars große Mengen an Wasser gibt, weil man die mit einem Gammaspektrometer festgestellt hat, sagen ganz klar und deutlich, dass Leben auf dem Mars kaum möglich gewesen sein kann, denn dieser Planet stand immer und wird in Zukunft auch immer unter dem kosmischen Strahlenschauer stecken. Und zwar, da kann man nichts dran machen. Ja, was sollen wir jetzt auf dem Mars? So, und jetzt kommt der ganz persönliche Teil dieser Sendung. Sie werden sich vielleicht wundern, was jetzt kommt, aber wir müssen auf den Mars. Das ist eines der Projekte, die eine Menschheit im 21. Jahrhundert anpacken muss. Das ist erstmal die grundsätzliche Haltung von mir. Warum? Ganz einfach. Wir brauchen Ziele. Wir haben schon immer Ziele gebraucht. Menschen haben immer Ziele gebraucht. Und wir haben zum Beispiel in den 60er Jahren, die ganze Welt hat daran mitgefiebert, selbst diejenigen, die mit Weltraumfahrt überhaupt nichts zu tun haben wollten, konnten sich dem Bann nicht entziehen. In dem Moment, wo Menschen im Weltraum waren, wussten alle mehr oder weniger davon. Natürlich, ist klar, weiß ich, das war die Sache mit dem Kalten Krieg, Wettrennen zwischen der UdSSR und der USA und so weiter und so weiter. Können wir alles mal vergessen. Im entscheidenden Moment, es gab einen Weltraumflug, der hat die Welt verändert. Nicht der Apollo 11, nee. Apollo 8? Ja, Apollo 8. Im Dezember 1968 flogen zum ersten Mal Menschen aus dem Schwerkraftfeld der Erde heraus und flogen zum Mond. Die drei haben damals zum ersten Mal den Mond umrundet und haben zum ersten Mal mit eigenen Augen die Erde als Ganzes gesehen.